One day a letter fell through the letterbox. It was an invitation to come and work in a box factory in Basel. I travelled to Basel from Bergen in Norway by bike, boat and train. It took me 3 months to get here. When I arrived, there were 13 workers working in this factory. They had all been assigned to produce a box using one of the machines. The boxes had to be produced within a week. Each worker had to make 1,000 boxes and fill it with whatever they desired. Luego de una semana han sido terminadas las cajas. En mis cajas he puesto peces y flores. Estas cajas las he echado al río y han atravesado una buena parte de Europa. Cada país donde estas cajas llegan, las personas pueden obtener peces y flores. Algunas personas se niegan, otras no. Cada cual es libre de decidir qué hacer, pero los que se niegan pierden. Die Boxen sind jetzt unterwegs im Fluss, wo gefüllt sind mit Fisch und Blumen. Und eine Box ist dabei, die gefüllt ist mit Erbsen. Und die Person, die die Box mit den Erbsen findet, die ist der Gewinner. Und jetzt ist es so, dass unterwegs, und gerade bei der Lorelei, ist die Person, die die Box findet, wo Erbsen drin sind. Und die kann jetzt mit dem Boot die Boxen begleiten bis nach Rotterdam. And meanwhile, back in Basel at the box factory, the next worker has released his 1,000 boxes, and in those he has put ink, balloons, and old book pages, and then some other mysterious items that are kind of heavy and are making sounds as they're floating down the river. So after the second batch of boxes went out, I really started to question, why am I doing this? What importance does this have to me? I actually don't agree with it, putting this stuff in the boxes and sending it out in the river. So I've walked out of the factory, but I'm very curious about the man who found the peas. What does he think he's going to claim with the prize? And who has dictated that prize to him? Ich komme in ein Bötchen und versuche, so schnell wie möglich nach Rotterdam zu fahren, der Rheinstraße. Und ich komme an ganz vielen Kartonschachteln vorbei. Und wenn ich ein bisschen genauer schaue, sehe ich, dass die alle ganz pflutterig wurden. Und Fische unten rausschwimmen. Alle Fische, die in diesen Schachteln waren, die schwimmen unten raus. Und oben kommen Blumen raus. Die Blumen, die wachsen und wachsen. Und es sieht aus wie ein Teppich von Blumen, wie ein Garten auf dem Fluss. Auf dem Boot hatte ich plötzlich die Einsicht, dass ich zurückgehen sollte. Ich sollte zurück in die Fabrik, weil dieser Brief wurde mir nicht geschrieben, damit ich diese 1.000 Schachteln machen soll und dass sie danach gefüllt werden sollen, sondern meine Aufgabe war es, diese Schachteln zu produzieren. Und meine Aufgabe war es, diese Schachteln zu produzieren, bis ich todmüde umfalle. Und ich soll damit etwas für das Leben lernen. 川に広がる花の絨毯の中から花のボックスを一つ取り出し、その花の種を私がいるところのすぐ横の川岸に植えたら、すぐに種が出てきてどんどん伸びて、どんどん天まで伸びたので、天に伸びる限り私も登ってってみました。そしたら私も今どこにいるか分かんないけど、ドイツかアムステルダムかオランダか、そこからバーゼルも見渡せたし、ロッテルダムで豆を持ってる男の人まで見えました。でここから私はバーゼルに帰ろうかどうしようかなって考えてました。Then I realized that I probably can fly. So I jumped off the plant and I tried my wings, spread my wings, and it was working. So I was flying between Rotterdam and Basel, and it really was working. So I thought all of a sudden I have to go back to Basel
because I have to go back to the boxes because the boxes were really only a metaphor. The important thing was the content, and that was the purpose of life. So während dem Fliegen habe ich gedacht, dass es toll wäre, wieder auf Basel zurückzukommen und dass für mich die Box viel etwas Grösseres soll sein wie die immer im Fluss auf Rotterdam abgeschwungen sind. So. Also dass die Boxen könnten wie die ganze Welt sein und dort drinnen sich Menschen bewegen und arbeiten und füreinander schauen und dass ich ein Teil von denen sein und mit ihnen arbeiten eben an dieser grossen Box, an dieser Welt. I landed back in Basel, on the banks of the Rhine. The moon was out, and I could see the rocks on the bottom of the river. It was like I could see inside the river. And in that moment, it was like I could see inside all of the things that I had just done, inside all the places I had been, and the people that I'd met, and the boxes that I'd looked at. And in that moment, it was clear to me that I wasn't looking for some higher purpose, that I didn't have to do something else. I could simply be living these things as they come. Während ich zurückfliege, wache ich auf und ich stelle fest, es war ein Traum. Während dieses Aufwachvorgangs, ausgelöst durch das Fliegen, stelle ich gewisse Ähnlichkeiten des Traumes zu meinem Leben fest und lasse den Traum und das Leben Revue passieren. Und so you are the one who's making my workers waste their time. They're paid to work, not to entertain you with stupid stories. And you get back to work. One box less.